Die magische Kuh. Es war einmal ein Mann, der hatte 2 Frauen. Eines Tages wurde seine erste Frau krank. Sie rief ihre 2 Kinder und sagte: Meine lieben Kinder, bald werde ich sterben. Kommt, gebt mir einen Kuss und sagt mir Lebewohl. Die Kinder waren sehr traurig. Sie sagten zu ihrer Mutter: Die 2. Frau unseres Vaters hasst uns. Wenn sie uns kein Essen gibt, was sollen wir dann tun? Keine Sorge, sagte die Mutter. Wenn ihr hungrig seid, geht in den Wald. Dort werdet ihr jemanden finden, der euch zu essen gibt. Dann starb die Mutter, und die 2 Jungen weinten viele Tage lang. Die Jungen fühlten sich sehr allein, aber sie erinnerten sich an die Worte ihrer Mutter. Der Wald wurde ihre einzige Hoffnung in dieser schwierigen Zeit. Sie gingen zu der 2. Frau ihres Vaters. Bitte, sagten sie, wir haben Hunger, lass uns mit dir essen. Nein, 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 sagte ihre Stiefmutter. Soll ich euch Essen geben? Ich habe nicht genug für meine eigenen Kinder. Geht weg. Ich habe nichts für euch. Der jüngere Bruder fing an zu weinen. Ich habe Hunger, sagte er zu seinem älteren Bruder. Ich will etwas essen. Der ältere Bruder nahm seine Hand und sagte: Keine Sorge, erinnere dich an das, was unsere Mutter gesagt hat. Wir gehen in den Wald und finden jemanden, der uns Essen gibt. Also gingen die 2 Kinder in den Wald, und dort fanden sie eine Kuh. Die Kuh war sehr nett zu ihnen, und jeden Tag gab sie ihnen Essen. Die Kinder waren glücklich, sie hatten nie wieder Hunger. Aber die Kinder der Stiefmutter konnten das nicht verstehen. Wer gibt euch Essen? Fragten sie die Brüder. Warum habt ihr nie Hunger, und warum geht ihr jeden Tag in den Wald? Eines Morgens sagte das älteste Mädchen: Ich komme heute mit euch in den Wald. Ich will wissen, wo ihr euer Essen findet. Die Stiefbrüder versuchten, sie aufzuhalten. Nein, komm nicht mit, sagten sie. Du wirst müde und hungrig werden. Wir tun nichts im Wald. Wir haben keine Mutter, die uns Essen gibt, also laufen wir den ganzen Tag herum, bis wir müde werden. Aber die Schwester fragte immer wieder, und schließlich stimmten sie zu, sie mitzunehmen. Sie liefen den ganzen Tag durch den Wald, bis sie zum Haus der Kuh kamen. Der älteste Junge wollte der Stiefschwester nichts von der Kuh erzählen, er wollte es geheim halten. Aber der kleine Bruder war sehr hungrig und sagte: Bitte, ich werde sterben, wenn ich nichts esse. Ruft die Kuh, damit wir essen können. Also riefen sie die Kuh, und sie kam und gab den Brüdern zu essen, und sie aßen. Als sie nach Hause kamen, sagte die Stiefschwester zu ihrer Mutter: Ich kenne das Geheimnis der Brüder. Es gibt eine Kuh im Wald, die ihnen jeden Tag Essen gibt. Am nächsten Tag ging die Frau zu ihrem Mann.
Sie sagte, du weißt, dass ich schwanger bin, und bald wird unser Baby geboren. Ich muss sehr gutes Essen essen, denn wenn ich nicht gut esse, wird das Baby nicht stark. Bring mir die Kuh aus dem Wald. Welche Kuh? Fragte ihr Mann. Ich habe keine Kuh. Die Frau wurde wütend. Ich kenne dein Geheimnis, sagte sie. Ich will die Kuh, die deinen Kindern Essen gibt. Also ging der Mann in den Wald, holte die Kuh und gab sie seiner Frau. Schlacht sie, sagte sie. Ich muss das Fleisch essen, um mein Baby stark zu machen. Der Mann versuchte, mit ihr zu reden und sie umzustimmen, aber sie wollte nicht hören. Schließlich stimmte er zu, das zu tun, was sie wollte. Er nahm sein Messer und tötete die Kuh. Die Frau versuchte, die Kuh zu häuten, aber die Haut klebte fest, als wolle sie sich nicht lösen. Sie mühte sich ab und kämpfte, aber schließlich löste sich die Haut. Danach legte sie das Fleisch in einen großen Topf, um es zu kochen. Stunden vergingen, aber das Fleisch wollte nicht gar werden. Die Frau wurde ungeduldig, aber sie wartete und rührte im Topf, und schließlich begann das Fleisch zu kochen. Als das Fleisch fertig war, versuchte sie, den Topf vom Feuer zu nehmen, aber er war festgeklebt, als wäre er mit dem Feuer verbunden. Nach viel Mühe und Kraft schaffte sie es schließlich, den Topf zu heben. Die Frau aß das Fleisch, aber die Brüder hatten jetzt Angst. Sie verstanden, dass ihre Stiefmutter nicht aufhören würde, bis sie bekam, was sie wollte. Unsere Stiefmutter hat unsere Kuh getötet und gegessen, sagten sie zueinander. Wir müssen fliehen, bevor etwas Schlimmeres passiert. Also packten sie ihre Sachen und flohen in den Wald. Im Wald verloren sich die Brüder. Einer ging in die eine Richtung, und der andere ging in die andere Richtung. Jahre vergingen, und die Brüder wuchsen auf. Der jüngere Bruder zog weit weg, aber der ältere Bruder blieb in der Nähe des Waldes. Eines Tages, als der ältere Bruder in der Nähe eines Dorfes spazierte, sah er ein Mädchen und verliebte sich in sie. Sie war die Tochter des Häuptlings. Der Häuptling war der Anführer des Dorfes und entschied über die Menschen, die dort lebten. Der Häuptling hatte viele Töchter, aber diese war die schönste von allen. Der junge Mann traf das Mädchen heimlich. Sie mochte ihn auf den ersten Blick, und bald verliebte sie sich in ihn. Es gab Krieg zwischen den Dörfern. Jede Nacht kamen Feinde, um das Dorf anzugreifen, in dem der Häuptling und seine Tochter lebten. Der junge Mann kam jede Nacht, um für den Häuptling zu kämpfen. Eines Tages sagte der Häuptling zu seinen Männern: Wer ist der Fremde, der jede Nacht kommt und an meiner Seite kämpft? Ich möchte ihn treffen. Frag deine Töchter, sagten die Männer. Sie wissen, wer für dich kämpft.
Der Häuptling versammelte alle im Dorf zu einem großen Treffen. Er rief seine Töchter und sagte, bringt eure Ehemänner und Liebhaber hier. Ich will sehen, wer sie sind. Alle Töchter kamen mit ihren Ehemännern und Liebhabern. Aber der junge Mann aus dem Wald, der die schönste Tochter des Häuptlings liebte, hatte Pocken und war sehr krank. Er saß weit weg von den anderen und schaute nicht auf. Er wollte nicht gesehen werden. Die schöne Tochter des Häuptlings sah ihn und rannte zu ihm. Sie nahm seine Hand in ihre. Was machst du? Rief der Häuptling. Gehe weg von ihm. Er hat Pocken. Aber Vater, sagte das Mädchen. Das ist der Mann, der jede Nacht an deiner Seite kämpft. Er ist mutig und stark. Ich liebe ihn, und ich möchte ihn heiraten. Der Häuptling wurde wütend. Du kannst ihn nicht heiraten. Er ist krank. Er fing an, seine Tochter anzuschreien, aber plötzlich stoppte er. Die Leute starrten ihn mit großen Augen an. Was ist los? Fragte der Häuptling. Warum schaut ihr mich so an? Dein Kopf, her, sagten die Leute. Schau. Es wächst. Es wird größer und größer. Der Häuptling hob die Hände zu seinem Kopf. Es stimmte. Sein Kopf wuchs, und er konnte es nicht stoppen. Die Tochter rannte zu ihm. Bitte, Vater. Lass mich diesen Mann heiraten. Wenn du es nicht tust, wird dein Kopf weiter wachsen. Wenn du uns heiraten lässt, wird es aufhören. Die Menschen um ihn herum begannen zu rufen, lass sie heiraten. Lass sie heiraten. Lass sie heiraten. Sie wiederholten es immer wieder. Die Rufe wurden lauter und lauter, bis sie den ganzen Platz erfüllten. Der Häuptling dachte lange nach. Schließlich sagte er, ihr könnt heiraten, aber nur, wenn dieser Mann von den Pocken geheilt wird. Wenn er gesund wird, stimme ich der Heirat zu. Alle im Dorf waren damit beschäftigt, jemanden zu finden, der ihn heilen konnte. Sie suchten überall nach einem Heiler, der den jungen Mann behandeln konnte. Aber niemand konnte helfen, und der Häuptling begann die Hoffnung zu verlieren. Eines Tages, während die Menschen noch suchten, tauchte plötzlich ein Mann am Tor des Dorfes auf. Es war der ältere Bruder, der lange weg gewesen war. Er hörte von der Krankheit seines Bruders und entschied sich, zu helfen. Der Bruder ging direkt zum Häuptling und sagte, ich kann ihn heilen. Der Häuptling sah ihn mit einem Hauch von Zweifel an, aber ließ ihn versuchen. Der Bruder begann, den kranken Mann mit Kräutern und Medizin zu behandeln, die er gelernt hatte, während er reiste. Die Tage vergingen, und der junge Mann wurde besser. Schließlich war er ganz gesund, und die Pocken waren verschwunden. Als der Häuptling dies sah, hielt er sein Versprechen.
Er stimmte der Heirat zu, und bald heirateten der junge Mann und die Tochter des Häuptlings. Am Hochzeitstag schrumpfte der Kopf des Häuptlings wieder auf seine normale Größe, genau wie zuvor. Sie feierten groß, und das ganze Dorf war glücklich. Der junge Mann und die Tochter des Häuptlings lebten glücklich zusammen, und die Brüder waren endlich wieder vereint. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen hoch. Teile deine Gedanken in den Kommentaren, wir freuen uns darauf, von dir zu hören. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr spannende Geschichten. Glocke Augen.